Hi und willkommen zum Test des Thermaltake Tough Power GF1 mit 850 Watt Leistung. Ich habe hier die normale Version, aber es kommt bald die ARGB-Version heraus, die soweit mir bekannt identisch ist. Wenn ihr da Interesse habt, kann ich mir natürlich die Version auch mal genauer ansehen. Es gibt noch das Thermaltake Tough Power eRGB Plus. Das hatten wir schon. Ich verlinke euch am besten den Test in der Beschreibung. Das eRGB ist aber teurer, da 80 plus Platinum zertifiziert und weil es digitale Funktionen bietet. Aber kommen wir zum GF1. Das Tough Power GF1 Netzteil setzt auf eine 12 Volt Single Way, was durchaus typisch ist für Thermaltake. Ungewöhnlich ist erstmal, dass wir die Leistungsangabe auf der 12 Volt Leitung mit 850,8 Watt und 70,9 Watt angegeben haben. Also dass man mehr Leistung auf der 12 Volt Leitung abrufen kann, als das Netzteil insgesamt bietet. Entstanden ist dies wohl eher beim Umrechnen von Watt in Ampere und umgekehrt. Und dabei wurde wohl aufgerundet und als Ergebnis haben wir diese krummen Leistungsangaben bekommen. Normalerweise runden eher die Hersteller nach unten ab, aber wichtig ist das jetzt nicht. Eher nur ein unterhaltsames Detail. Auf 3,3 und 5 Volt haben wir kombiniert 120 Watt Leistung. Das ist etwas über den heute üblichen 100 Watt. Bei der Kabelausstattung haben wir durchgehend Flachbandkabel, aber der ATX Hauptstrang lässt sich sogar ganz gut ineinander verhalten und er ist nicht so störrisch wie bei einigen anderen Netzteilen. Das GF1 bietet insgesamt 2 EPS-Stecker und 6 PCI-Express-Stecker, 2 aber pro Kabel. Kommen wir zu den Testergebnissen und beginnen mit dem Wirkungsgrad. Bei 115 Volt Eingangsspannung fällt auf, dass der Verlauf des Wirkungsgrades sozusagen zweigeteilt ist. Wir haben bis 50% Last, da erfüllt das Netzteil sogar die Platinum-Anforderung und darüber fällt es dann auf Gold. Die Werte bei 230 Volt Eingangsspannung sind für uns hier in Deutschland wichtiger. Das GF1 liegt hier deutlich über den Vorgaben für das 80 plus Gold Zertifikat. Bei 20 und 100% Last erfüllt es sogar die Vorgaben für Platinum und bei 50% Last fehlen dem Netzteil nur 0,6 Prozentpunkte. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass 80 plus Schwankungen von 0,5% erlaubt, fehlt dem GF1 nicht wirklich viel zum Platinum-Zertifikat bei 230 Volt Eingangsspannung. Erwähnenswert ist auch, dass zwischen 20 und 70% Last der Wirkungsgrad über 92% liegt. Schauen wir uns noch den Wirkungsgrad bei geringen Lasten an. Das GF1 erreicht zwar nicht die Ergebnisse von Titanium-Netzteilen, die schnell hier mal über 90% liegen, aber für ein goldzertifiziertes Netzteil sind diese Werte trotzdem ganz gut. Kommen wir zu der Spannungsregulation. Bei den Spannungen verspricht Thermaltake einen Spannungsabfall von 2% und macht damit das Netzteil deutlich schlechter, als es am Ende wirklich abschneidet. Alle Leitungen liegen bei einem Spannungsabfall von unter 1%. Ausnahme ist die nicht so wichtige 5 Volt VSB-Leitung, also die 5 Volt Standby-Leitung. Diese liegt bei 1,39%. Die 12 Volt Leitungen liegen insgesamt sogar unter 0,5% und damit auf dem Niveau von High-End-Netzteilen. Die Ergebnisse sind für ein goldzertifiziertes Netzteil dieser Preisklasse insgesamt gut. Damit ist das GF1 weit innerhalb der Spezifikation. Beim Wechsel auf die Crossload-Lasten ändert sich das Bild nur unwesentlich. Auch hier hat das GF1 nur einen Spannungsabfall von unter 1%. Bei der Restfälligkeit sehen wir maximal 25 mV auf der 12 Volt Leitung. Das ist bei erlaubten 120 mV ein durchaus gutes Ergebnis. Die 3,3 und 5 Volt Nebenspannungen bleiben unter 20 mV, was deutlich unterhalb der 50 mV Grenze liegt. Die Restfälligkeit ist auch insgesamt relativ gleichmäßig. Kommen wir zu den Schutzschaltungen. Wie man im Video sieht, schaltet das Netzteil bei knapp 1100 Watt ab, laut Protokoll bei 1092 Watt. Die 12 Volt Spannung fällt nur geringfügig auf 12,01 Volt und der Spannungsabfall selbst ist noch weit innerhalb der 5% Grenze. Die Überlastung ist damit unproblematisch. Bei der Überstromsicherung haben wir diesmal einen Abschaltpunkt von etwa um 977 Watt, also 100 Watt weniger als die OPP. Die beiden Nebenspannungen sehen auch gut aus, die Spannungen bleiben von der Überlast unbeeindruckt und die Abschaltpunkte liegen hier bei jeweils 31 Ampere.
Auf keinen der Leitungen bricht die Spannung merklich ein und das Netzteil schaltet immer korrekt ab. Auf Kurzschlüsse reagiert das GF1 zügig und schaltet korrekt ab, aber auf gekreuzten Spannungen etwas träger. Bei der Lüftersteuerung bietet das GF1 einen aktiven Modus und einen semi-passiven Modus, umschaltbar auf der Rückseite des Netzteils. Im aktiven Modus dreht der Lüfter bis etwa 500 Watt Last mit 550 Umdrehungen pro Minute, dreht dann deutlich auf, bleibt aber selbst bei Maximallast unter 1200 Umdrehungen pro Minute. Im semi-passiven Modus beginnt der Lüfter bei 65 Watt Belastung an zu drehen und verhält sich dann wie im aktiven Modus. Kommen wir zu den Temperaturen. Die äußeren Temperaturen des Netzteils sind eher unauffällig. An den Netzteilbuchsen sehen wir maximal 32 Grad Celsius. Der Rest bleibt, wie gesagt, vollkommen unauffällig. Wie immer sehen wir im Netzteilinneren erhöhte Temperaturen am Transformator. Beim GF1 liegen diese bei ungefähr 80 Grad Celsius, aber auch dieser Wert ist eher unbedenklich. Bevor wir zu den abschließenden Fazit kommen, falls ihr wie immer Fragen habt wegen dem Netzteil, ihr bestimmte Punkte nachlesen wollt. Ich verlinke euch den ausführlichen Artikel in der Beschreibung. Dort findet ihr dann auch weitere Diagramme und Messungen, auf die ich hier jetzt nicht in den Video eingegangen bin, wie zum Beispiel die Hold-Up-Time, der Einschaltstrom und weitere Diagramme zu Spannung und Wirkungsgrad. Kommen wir zum Fazit. Das Tough Power GF1 gibt es mit und ohne RGB. Hervorstechende Merkmale sind der hohe Wirkungsgrad, denn obwohl nur bei 115 Volt Gold zertifiziert, fehlen dem Netzteil bei 50% Last nur 0,6% zu Platinum bei 230 Volt. Und es bietet eine hervorragende Spannungsregulation. Aber fassen wir alle Punkte nochmal in einem Überblick zusammen. Wir haben eine sehr gute Effizienz, fast auf Platinum-Level bei 230 Volt. Wir haben eine gute Effizienz im unteren Lastbereich bei 115 Volt, einen Wirkungsgrad über 90% bei 20 bis 100% Last, sehr stabile Spannungen, eine gute Restfälligkeit, das Netzteil ist vormodular, wir haben einen umschaltbaren Semi-Passiv- und Aktivmodus bei der Lüftersteuerung, das Netzteil hat einen durchaus attraktiven Preis. Als einziger Nachteil bleibt nur ein leichtes Laufgeräusch des Lüfters. Damit sind wir am Schluss des Netzteiltests. Falls ihr Fragen habt zum Test, zum Netzteil oder Verbesserungsvorschläge, freue ich mich natürlich auf die Kommentare. Verabschiede mich bis zum nächsten Netzteiltest.